Ein Filmteam hat sich angesagt. Da kommt auf den Putzdienst jede Menge Arbeit zu. Schließlich soll das Modellbahnjuwel im wahrsten Sinne des Wortes glänzend präsentiert werden. Eine Landschaft im Norden Deutschlands, wie sie hier vor einem halben Jahrhundert anzutreffen war. Deren realistische Darstellung im Modell ist eine Herzensangelegenheit der Interessengemeinschaft Bassumer Modellbahner. Das ist ein metallverarbeitender Betrieb. C. Rümmler ist das. Oder wird das? Ich zeige euch das mal eben. Das ist hier, wie gesagt, Versand, Halle. Die Verwaltung, die kommt da so vor. Ne, und andersrum. Wird aber eine imposante Angelegenheit. Ja. Die Modellbahner aus Bassum sind in ihrem Element. Unser Blick liegt auf dem rechten Flügel ihrer Modellbahnanlage, der sich zum größeren Teil noch in Bau befindet. Natürlich darf der Klassiker der Nachkriegsjahrzehnte nicht fehlen. Ebenso wenig die Dieselikone V60. Diese Modellbahnwelt hatte vor 15 Jahren ihren Ursprung in einem Kopfkino. Da bin ich mit einigen Mitgliedern mal zum alten Begener Bahnhofsfest gefahren und da haben wir uns auch die Driburger Modellbahn angeguckt. Und da ging so ein Kick durch meinen Kopf, das weiß ich noch wie heute. Da hatte ich so ein richtiges Kopfkino. Und auf dem Rückweg habe ich immer gesagt zu einigen Leuten, die im Wagen saßen, wir müssen irgendwie was tun, da muss was passieren. Er hatte sich so seinen Plan gemacht, wer dazu passen könnte und auch eben entsprechend ein bisschen Talent für Modellbahn mitbringt. Dann kam er zu mir und hat eine offene Tür eingerannt. Ich war sofort dabei. Ehe das Signal Fahrt anzeigen und sich die Züge in Bewegung setzen konnten, mussten allerdings viele Steine aus dem Weg geräumt bzw. aufeinander gesetzt werden. Am Anfang waren wir 10 Leute und nachher sind, glaube ich, 8 oder 9 übrig geblieben. Und seit 12 Jahren läuft die ganze Sache hier. Ich bin jetzt der Jüngste hier in diesem Verein. Seit einem Jahr bin ich dabei und habe bisher noch keinen Tag bereut. Von meiner besseren Hälfte, davon die Freundin, die wohnt hier im Landkreis Diepholz und die hat in dieser Kreiszeitung gelesen, dass das hier ist. Und da ich immer schon für Eisenbahnen mich interessiert habe, habe ich gedacht, komm, fahr hier mal vorbei und guck dir das mal an. Die Gruppe ist schon ein Ansporn, dass man hier wirklich etwas bauen möchte, was naturnah, naturgetreu und dass man sich wirklich so wie im Leben fühlt. Wie im Leben fühlt. Ein passender Begriff. Denn das richtige Leben spielt tatsächlich hier auf dieser Anlage im Maßstab 1:87 im Städtchen Bassum, südlich von Bremen. Ja, hier sind wir mit unserem Bau der Großanlage Norddeutschland gestartet und haben hier die erste Landschaft gestaltet mit Materialien, so wie man sie auch noch kaufen konnte, vom Streu über die Flockagen zu den Bäumen, zu den Büschen und haben sie mit Haarspray und mit Laubgrün und so behandelt. Das hat den großen Vorteil, dass sie immer noch in einem guten Zustand sind. Wir sind hier 2008 neu gestartet und jetzt 2021 fällt noch nichts von den Bäumen. Und wir haben uns dann langsam entwickelt und haben uns umgeschaut, was kann man tun, wie kann man Bäume schöner gestalten, können wir es selber tun oder müssen wir uns 1, 2 Lieferanten suchen, die hauptsächlich für uns die Bäume produzieren. Es gibt das Zubehör von der Stange, bei dem immer Hand angelegt wird, um die Modelle zu optimieren. Es gibt aber auch Eigenbauten, wie den Steg über die Bahngleise im Bahnhof Kunde. Der Bahnalltag in den 70er Jahren. Nicht mehr nur Dampfloks waren unterwegs. Die dreiachsigen Umbauwagen wurden auch von Diesellokomotiven gezogen.
Wir sind jetzt hier bei unserem kleinen Trennungsbahnhof Kunde. Und hier drüben möchte ich hier auf den Straßenbau eingehen. Da haben wir die Spörleplatten als erstes verwendet, waren da aber nicht so mit zufrieden und haben auf den Markt geschaut, was es denn noch so gibt und sind dann auf die Firma Merkur gestoßen, die diese Straßenplatten hier im römischen Pflaster hergestellt hat. Und die haben wir dann weiter behandelt und haben den Fußweg dann selbst gestaltet und waren dann so nach 2, 3 Jahren in der Phase angekommen, dass wir gesagt haben, so jetzt sind wir da, wo wir hinwollen, eine Großanlage in Dioramenqualität zu schaffen. Ein sehr ambitionierter Anspruch. Denn Dioramen sind in aller Regel kleine, guckkastenähnliche Anlagen, aber keine Modellwelten von knapp 200 Quadratmetern. Die Autos hier fahren nicht. Es sind Standmodelle, die aber genau dorthin gehören, wo sie stehen. Eine Dekoration, die passt, die aber ein klein wenig in den Schatten gestellt wird von den Modellen, die aus eigener Kraft über die Straße rollen, wie der Möbelwagen. Und dann gibt es so einen Spezialisten in den Niederlanden und einen hier in der Gegend, der baut die um, baut da einen DCC-Empfänger rein für Funk und macht diese ganzen Gimmicks da dran, Licht, Leuchtdioden und was da sonst noch alles zugehört, Bremslicht, Blinker, man kann das also immer noch ausweiten. Ein Magnet führt den Bus an einem Magnetstreifen entlang. Und wenn ein Stück Streifen verschwenkt wird durch einen Servoantrieb, dann biegt der Bus ab. Ein Magnetband haben wir jetzt da hinten, glaube ich, mal verbaut. Das ist noch etwas stärker, damit man über das Gleis wegkommt. Man muss es natürlich bei der Schiene unterbrechen, sonst geht's nicht. Perfekt. Butterweich rollt der Bus über die Gleise. Das ist die rollende Sparkasse. Sie ist auf der Landstraße unterwegs, wie damals in Wirklichkeit. Wenn man sie lässt, denn hier gibt es gerade ein kleines Problem. Das Postauto ist gegen den Baum gefahren, die Polizei sichert die Unfallstelle und der Sparkassenbus muss den Gegenverkehr abwarten. Winzige Sensoren schalten Licht oder Blinker ein oder aus, stoppen Fahrzeuge oder lassen diese wieder losfahren. Glanzpunkte auf der Straße wie auch im Wald. Nach 3, 4 Jahren haben wir uns dann an den ersten Wald rangetraut. Wir mussten ja bei ca. 600 Bäumen auch auf Industrieprodukte zurückgreifen und haben jeden einzelnen Baum getunt, sodass jeder Baum einen eigenen Charakter bekommt. Aber man kann hier auch ganz schön sehen, diese handgefertigten Kiefern stechen heraus. Und so ist doch ein ganz schöner Wald entstanden, mit filigranem Buschwerk und mit sehr viel Liebe gestaltet. Beeindruckend. Wo viele Bäume wachsen, befindet sich nicht selten auch ein Sägewerk. Dieses hier ist absolut stimmig. Doch noch mehr lassen einen die Freileitungen über dem Werk und über dem Wald staunen. Vom Original nicht zu unterscheiden. Da wir so eine große Anlage haben, könnten wir doch eine große Freileitung bauen. Also ich habe mal Schlagströmelektriker gelernt, Freileitungsbau. Mit Zwirnsfäden das Ganze machen war ein bisschen problematisch, weil es nicht so schön durchhängt. Und dann kam die Idee mit Lötzinn von Mast zu Mast und dann hängt das durch wie in Wirklichkeit. Bestechende Ideen, perfekte Umsetzungen. Die Wirklichkeit wird täuschend echt ins Modell übertragen. Hier sind wir im Bereich unserer Kulturlandschaften. Und Kulturlandschaften muss man ja auch so bauen, wie sie in Epoche 3 waren. Also in Epoche 3 gab es in Norddeutschland noch keinen Maisanbau, aber doch sehr viel Sonnenblumenanbau für die Sonnenblumenölgewinnung. Das sind insgesamt 2008 Sonnenblumen, die ich farblich behandelt habe. 2008 deshalb, weil wir hier 2008 gestartet sind. Symbolik im Sonnenblumenfeld, von der die Fahrgäste im Schienenbus allerdings nicht viel ahnen. Aber auch der Außenstehende genießt den Blick in die Landschaft und auf die Menschen hier. Bitte die Luft anhalten.
Landwirtschaft ist zuweilen auch mit Geruch verbunden. Indirekt auch mit Zigarettenqualm. Der Tabakanbau war ja damals hier in Norddeutschland sehr stark verbreitet. Selbst wir hier in Bassum hatten eine Zigarrenmanufaktur. Und so hat sich jeder Bauer auch mit dem Thema Tabak beschäftigt. Das Tabakfeld habe ich, so wie die Tabakpflanze auch in Norddeutschland gewachsen ist, gestaltet. Also nicht mit einer weißen Blüte, sondern mit einer leicht rosa Blüte. Das war die passende Sorte. Und habe die Pflanzen dann gealtert, sodass dann die reifen Blätter per Hand geerntet werden konnten. Diese typische Mosaiklandschaft, wie wir sie hier sehen, die gibt es gar nicht mehr, sondern wir haben ja große Monokulturen. Der Mais hat ja sehr, sehr stark dazu gewonnen, der Rapsanbau und der Getreide. Und eine Weidewirtschaft gibt es ja so gut wie gar nicht mehr, denn die Kühe stehen ja heute im Stall und geben ihre Milch. Die Strecke von Hamburg über Bremen und Osnabrück ins Ruhrgebiet heißt Rollbahn, weil jede Menge Güter von und zu den Häfen transportiert werden mussten und die Züge ständig gerollt sind. Auch der Bassumer Bahnhof liegt direkt an der Rollbahn. In ihrer Blütezeit, so zwischen 1965 und 1970, fuhren hier ungefähr 220 Züge täglich. Die Rollbahn ist auch der Namensgeber der Anlage. Rollbahn 1970. In Bassum gab es einen Bahnübergang, bei dem die Schranke meistens unten war. Gefühlt 55 Minuten pro Stunde. Und genau so wird es hier im Modell dargestellt. Die Bahngebäude sind dem Vorbild nachempfunden, also nicht exakt nachgebaut. Das gilt auch für die Drehscheibe, die schon etwas Patina angesetzt hat. Ein typischer Güterzug damals, als die Jungs noch Dampflokführer werden wollten und als zu Weihnachten die Modellbahn um den Christbaum ratterte. Das hat mit der Kindheit angefangen mit Modelleisenbahn. Es gab dann die berühmten Pausen, kennt man ja, Pubertät, Bundeswehr etc. etc. Und dann bin ich irgendwann wieder reingeraten. Und diesen Virus, der ja einfach nicht verloren, ne? Der ist nach wie vor da. Ich baue sogar zu Hause noch an so einem Kram rum. Ne? Eine eigene Anlage. Ne? Wenn die Weichen in der Jugend richtig gestellt werden, heißt es häufig, einmal Eisenbahn, immer Eisenbahn. Hier in Bassum handelt es sich um eine Gleichstromanlage, digital gesteuert, mit einer 4-stelligen Zahl von Gleismetern. Exakt dokumentiert wurde das nie. Man trifft sich mehrmals in der Woche und ist auch 14 Jahre nach dem Start noch immer Feuer und Flamme. Da ist eine Gruppe zusammen, die wirklich was zu verstehen und die auch wirklich Lust und Laune haben, das richtig umzusetzen. Also nicht einfach nur so was basteln, sondern die Realität nachzuempfinden. Die 8 Männer harmonieren bestens. Und sie wissen auch, wie man das in der Natur Beobachtete in den Modellmaßstab umsetzt. Die Mitglieder der Modellbaugruppe bauen an ihrer Welt, leben ihren Traum, aber sie wollen unter sich bleiben. Öffnungszeiten gibt es keine. Die Anlage ist privat. Kann ich gleich mal eben Joachim vorstellen. Joachim ist einer unserer Fahrdienstleiter. Er bedient jetzt gerade den dezentralen Fahrdienstleiterpult. Ja, und hier sehen wir nun noch mal im Bassum, wie es sich damals dargestellt hatte, der Güterbereich, der heute überhaupt nicht mehr existiert. Und an dieser Stelle befinden wir uns jetzt mit unserer Modellbahnhalle hier, wo die Röhren lagern von Linde. Da ist der Standort unserer Halle. Wir sind im Jahr 2008, als man sich entschieden hatte, ein gemeinsames Domizil in Form einer eigenen Halle nur für die Modellbahn zu erstellen. Ich hatte das Kopfkino noch zu Hause und habe mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, was willst du? Willst du ein 6-Familienhaus und einen unglücklichen Ehemann oder willst du eine Modellbahnhalle oder einen glücklichen Ehemann? Und dann hat sie sich genauso wie ich für die Modellbahnhalle entschieden. Eine vernünftige Ehefrau und ein glücklicher Jens.
Das Kopfkino hätte einen Oscar verdient für den besten Film und die Interessengemeinschaft für ihre Passion Modelleisenbahn. Die Fahrzeuge sind Privateigentum. Die Anlage, also alles, was gebaut wird und schon gebaut worden ist, gehört der Interessengemeinschaft. Derzeit steht das Betriebswerk im Mittelpunkt mit Lokschuppen, Drehscheibe und noch vielen Werkzeugen. Es ist ein sehr großer Lokschuppen, was nicht ganz einfach zu handeln ist. Bei unserer Drehscheibe handelt es sich vom Grundsatz her erstmal um ein handelsübliches Modell. Von diesem handelsüblichen Modell ist nicht viel übrig geblieben. Übrig geblieben ist die Bühne. Die Wanne ist gefräst in Eigenarbeit. Die Pflasterung drinnen ist bei jeder Drehscheibe unterschiedlich. Wir haben uns für das Kopfsteinpflaster entschieden. Das Ganze steuern wir, wie für alles andere auch, über unseren Train-Controller. Ziel dieser ganzen Sache ist, dass die Loks automatisch in den Lokschuppen hineinfahren und genauso wieder automatisch herauskommen. Wie im richtigen Bahnleben, als sich noch fast alles um die Dampfloks drehte. Eine Drehscheibe und ein 20-ständiger Lokschuppen. Alles voll automatisiert. Im Augenblick aber noch im Probebetrieb. Ja, und das ist jetzt der momentane Baustand dieser Drehscheibe mit dem Lokschuppen. Der Betrieb auf dem anderen Flügel der Anlage, dem Allertal, läuft schon seit 10 Jahren. Ich stehe jetzt hier bei uns am Allertal. Hier kann man noch mal diese typische Mosaiklandschaft sehen. Und die Aller ist hier schön eingebunden. Und die typischen Sachen, die wir hier in Bremer Aller Pferdener Raum haben, so wie einem großen Reiterhof, das haben wir alles hier versucht darzustellen mit einer großen Tiefe. Und das ist sehr beruhigend. Diese Position vor der Anlage dürfen gute Freunde augenzwinkernd auch den Yoga-Blick nennen. Ja, wenn ich dann mal später das hohe Alter erreichen sollte und ich muss hier mal doch in Rollstuhl in die Halle fahren, dann ist das, glaube ich, ein sehr schöner Platz, wo man sich an der Anlage erfreuen kann. Und wenn der Fahrdienstleiter dann hin und wieder mal einen Zug losfahren lässt, dann kann man sich nichts Schöneres vorstellen. Unterwegs in einer Idylle. Doch jetzt wieder zum ernsthaften Teil. Wie mache ich Stahlbrücken trittsicher für das Bahnpersonal? Das ist natürlich eine sehr friemelige Arbeit, wenn man das nicht mit einer ganzen Platte machen will, sondern mit einzelnen Bohlen, wie es auch in Wirklichkeit ist. Leisten, Eichenleisten, Maß von 2,5 mal 1 Millimeter. So, und die schneide ich mir jetzt zurecht. Da habe ich ein bestimmtes Maß von 2,5 Zentimetern. Wenn die so ein bisschen schief sind, dann werden die noch kurz angefeilt, dass sie ein bisschen rechtwinklig sind. Und dann wird einfach mit einem normalen Kleber die Schwelle eingestrichen mit der Pinzette. Und dann werden sie hier auf den Schwellen fixiert. Wie sagte Rolf Werner vorhin, eine Friemelei. Dennoch ist der Erbauer erst zufrieden, wenn wirklich an alle Details gedacht worden ist. Ein ganz wichtiges Element ist die passende Färbung, auch wenn diese manch einem Betrachter oft gar nicht auffällt. Drei solcher Dieseltriebwagen wurden 1930 für den Stückgut-Schnellverkehr gebaut. Sie waren bei der DB bis 1962 im Einsatz. Dass der Gemüseanbau dem Original sehr nahe kommt, liegt auch an Jens Dietrich und dessen Fachwissen. Er hat sich beruflich jahrzehntelang mit Gartenbau beschäftigt. Direkt neben dem Bauernhof wird eine Umfahrungsstrecke für Güterzüge gebaut. Die einzelnen Bauschritte sieht man hier nebeneinander. Planum erstellen, schottern, Schwellen legen. In Wirklichkeit wird jeder Schritt erst abgeschlossen, bevor der nächste kommt. Man erkennt, dass auch im Modell präzise gearbeitet werden muss.
Ja, die größte Schwierigkeit war eigentlich beim Gleisbau die Präzision, weil es sieht nur gut aus, wenn die Züge auch geradeaus fahren und nicht hin und her wackeln. Und eben die ganze Elektronik anzuschließen, die Schienen mit Strom versorgen und das Drumherum, was immer so dabei ist mit Signalen und Weichenstellen. Und alle diese Dinge müssen ja eingerichtet werden und das ist halt Arbeit. Und mir macht das halt Spaß. Die Basshummer sind eine Truppe, die gemeinsam Ziele realisiert, die man als Einzelkämpfer wohl nie erreichen würde. Ja, ich stehe jetzt hier auf einer unserer 2 Stelladen. Die benutzen wir für Reparaturarbeiten. Wie ein großes M liegt die Anlage in der Halle, 22 Meter lang. Man hat natürlich von hier oben auch einen wunderbaren Blick auf unsere Stadt Bremburg. Bremburg deshalb der Name. Wir wollten erst Bremen bauen, da war die Halle für zu klein. Dann haben wir uns für Lüneburg entschieden, da war die Halle wieder zu klein für. Und dann haben wir Bremburg genommen. Einfach Fantasie. Fantasie, aber so, wie es hätte sein können. Oder anders. So ist Bremburg. Mit vielen Gebäuden, viel Alltag und vielen Ideen der Modellbahner. Und immer mit einem Augenzwinkern gestaltet. Bremburg mit seinen knapp 170 Gebäuden ist im Modell fertig und voller Leben. An einer anderen Stelle der Anlage ist eine Stadt noch im Bau, die Hafen City. Um auch diese Stadtviertel einigermaßen interessant zu gestalten, hatte ich mir überlegt gehabt, hier 2 Straßen zu bauen, die so im V-Format dann da sind, weil man dann nachher auch in die Innenhöfe und auch auf Fronten der Häuser Einblick hat. Hier haben wir ein Gebäude, da habe ich unten ein Modegeschäft eingebaut. Hier sind einzelne LEDs oben eingesetzt, weil es von früher immer so war, dass die Materialien von oben beleuchtet wurden. Und man sieht eben hier schon diese ganzen feinen Kabel, die hier drin sind. Hier sind überall Kästchen aus Pappe, damit eben wirklich nur dieses Fenster beleuchtet wird. Blaue Stunde in der Hafen City. Auch das Bahngelände zeigt sich schon im besten Licht. Mit seinem Brückenbauwerk, in dessen Bögen sich Geschäfte aller Art eingerichtet haben. Jeder kleine Betrieb hat dabei seine eigene Einrichtung und die jeweils passende Beleuchtung. Trotz aller Unterschiede harmonieren hier die einzelnen Elemente bestens. Wie bei den Erbauern. Es hat sich ja bei uns in der Gruppe auch herausgestellt, die passen alle irgendwo zusammen. Ne? Da wird man fetzt sich zwar mal, aus irgendwelchen Gründen gibt es immer, das ist auch in der besten Ehe der Fall, aber das hat sich einfach so zusammengerauft. Nicht? Und man arrangiert sich, man kommt gut miteinander klar. Das ist so, ich sage mal, das ist mein Kumpelleben und das gehört einfach dazu. Akkutriebwagen gab es bereits vor dem Ersten Weltkrieg und bei der Bundesbahn ab Mitte der 50er Jahre. Sie waren in flachen Regionen unterwegs und natürlich auch auf der Rollbahn, bis diese elektrifiziert wurde. Klar, dass auch Bremburg vom ETA angefahren wird, auch um die Batterien wieder aufzuladen. Das tun die einzelnen Mitglieder auch. Jeder von uns hat den Schlüssel und geht hier in die Halle rein, dann ist das Leben pur. Also dann vergisst man alles andere. Und das ist ja auch der Sinn dieser Interessengemeinschaft. Wir haben, ich sag mal, alle die gleiche Begeisterung. Und wenn der eine aufhört, dann gibt er den Schlüssel ab und geht durch diese Tür und kommt eigentlich auch nie wieder dann, nur noch als Besucher. 5 der 7 Gründungsmitglieder sind nach 14 Jahren noch dabei. Das gemeinsame Werk verbindet. Das Hauptpostamt ist ein riesiger Backsteinbau, mitten im Zentrum von Bremburg. Mit 2 Gleisen im Untergeschoss für die Bahnpost.
Das Gebäude wie aus einer anderen Zeit. Davor 2 Dampfzüge, für die das Gleiche gilt. Und eine Erinnerung, die auch schon 50 Jahre alt ist. Ich komme ja gebürtig aus Osnabrück und da macht mein Vater mich mit zum Fußballspiel. Aber das Fußballspiel hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern da war dann noch keine Absperrung. Da konnte man sich umdrehen um 180 Grad und konnte da an der Bremer Brücke damals noch die Dampfloks und vielleicht mal eine V60 rangieren. Und das fand ich interessanter. Und dann bin ich immer bei Eisenbahn geblieben und musste immer dahin, wo Eisenbahn war. Ne? Durch den Bahnhof Bremburg fahren immer Eisenbahnen. Natürlich halten sie auch. Am Bahnsteig 4 ist immerhin Platz für einen 5,75 Meter langen Zug. Das sind 18 Schnellzugwagen und eine Lok. Zwischen den Bahnsteiggleisen liegt noch ein Durchfahrtsgleis für den Güterverkehr. Auch in Richtung Hafen, der sich noch im Bau befindet. In der Planungsphase gab es auch ungewöhnliche Vorschläge. Im Prinzip hat ja immer irgendjemand Ideen. Wir hatten ja auch mal die Phase gehabt, da haben wir sogenannte Joker vergeben. Das heißt, jeder von uns hatte einen Joker bekommen und konnte sich irgendeine Verrücktheit ausdenken, wenn es nicht zu verrückt ist, was gebaut werden soll. Ne? Nicht zu verrückt sind die Kräne im Hafen. Von ihnen gibt es genau 12. Und 2 davon sind funktionsfähig. Ein eher normales Schiff ist die Goldenfels, aber eines mit einer ganz persönlichen Geschichte. Und hier mittendrin wird unser Schmuckstück liegen, die Goldenfels, ein 70er Jahre Bau, der tatsächlich so gefahren ist. Und einer der Maschinisten dieses Schiffes, der auf diesem Schiff gefahren ist, hat dieses Schiff gebaut. Die Beleuchtung kann ich ein- und ausschalten. Das wäre jetzt so die Hafenbeleuchtung. Das heißt, nur die Gänge sind beleuchtet, da wo die Leute laufen, da wo sie arbeiten müssen. Und wenn ich jetzt den Kran bewegen will, dann kann ich das hiermit machen. Ich kann also die Last anheben, über die Bordwand drüber hieven. Unten wartet schon Jens, eine Schute, nicht verwandt oder verschwägert mit Jens Dietrich. Die Keimauern sind wir am Tüfteln. Das hier sind jetzt gegossene aus Gips. Eigentlich haben wir sie schon verworfen. Es soll dann irgendwas mit Holz und ja, man muss auch mal einen falschen Weg abbrechen. Wenn ein Weg verkehrt ist, kehre um oder biege ab. Aber vergiss nie zu spielen. Hier ist viel gebaut worden und aus meiner subjektiven Sicht ist der Fahrbetrieb ein bisschen zu kurz gekommen. Und das versuchen wir jetzt alles so ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Und da soll jetzt alles etwas automatisiert werden, dass Züge automatisch fahren können, zum einen, aber zum anderen auch, man sagen kann, so, jetzt gehe ich an irgendeine Ecke von dieser Anlage und fange an zu spielen. Das gehört dazu. Zu einem vorbildgerechten Fahrbetrieb gehört auch die Spielerei. Kein Schlusswort, aber eine charmante Erkenntnis. Und wenn die 41 mit ihrem schweren Güterzug, beladen mit Coils, durch eine perfekte Landschaft rollt, dann kann man es spüren, das spielerische Moment. Jetzt die 146 aus Baden-Württemberg kommt, das ist jetzt wichtig. Tu mal mit deinem modernen Kram, Mann. Ich habe nur was Modernes. Einmal Luft schnappen, heißt es jetzt. Die IBM, die Interessengemeinschaft Bassumer Modellbahner, gönnt sich eine kleine Pause, um dem Zugverkehr vor der Haustür zuzuschauen. Aber nur kurz, denn drinnen spielt das eigentliche Leben. Im Maßstab 1:87. So, das war's dann wohl. Anno 1970, im Norden Deutschlands.